Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie aus einer Fragebogen oder aus einer Umfrage unterschiedliche Varianten ausspielen können, je nach Teilnehmergruppe. Denn es kann manchmal sein, dass Sie sagen, wir nehmen jetzt mal exemplarisch so eine Mitarbeiterumfrage hier. Wir haben jetzt hier die Frage gestellt, in welcher Abteilung bist du tätig? So, und wenn wir zum Beispiel die aus der Buchhaltung und aus dem Sales über einen anderen Weg definieren können oder für diese Teilnehmer diese Frage einfach nicht relevant ist. Das brauchen wir einfach nicht. Oder ein anderes Beispiel ist, ich frage eine Kundennummer ab, weil ich von einigen Teilnehmern keine Kundennummern habe, von anderen Teilnehmern habe ich die Kundennummer und bei den Teilnehmern, wo ich die Kundennummer habe, brauche ich diese Frage nicht mehr stellen, wie ist deine Kundennummer, weil ich habe diese Information schon. Genau. Und da kann es möglich sein, dass je nach Zielgruppe, wie ich die Umfrage ausspiele, bestimmte Fragen oder auch Seiten oder Antwortoptionen einfach nicht anzeigen möchte, weil das nicht relevant ist. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Wir wechseln einmal in den Bereich Teilnehmer einladen und gehen hier oben auf den Bereich zusätzliche Links. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir alle, die in der Buchhaltung sind, die können wir über einen eigenen Link einladen und alle im Sales-Team ebenfalls. Deswegen tragen wir jetzt mal hier Sales ein. Die Bezeichnung kann auch eine Nummer sein, wie Sie möchten. Das ist Ihnen überlassen. Wichtig ist nur, dass diese Bezeichnung hier hinten am Umfragelink wieder rangesetzt wird. Auch hier muss es nicht Sales sein, weil Sales ist halt für denjenigen, der den Link sieht, halt sehr identifizierbar, der dann merkt, okay, da steht Sales, vielleicht schreibe ich noch was anderes rein. Ihr könnt auch einfach XSO machen, 2, was es auch ist. Das ist Ihnen überlassen, wie Sie das Ganze benennen. Wir lassen es einfach mal Sales, dann können wir es besser definieren und auch nachverfolgen. So, wir haben jetzt 2 Links, einmal beispielsweise für alle Mitarbeiter aus der Buchhaltung und einmal für alle Mitarbeiter aus dem Sales-Team. So, jetzt haben wir erstmal nur diesen Link. Aber wir wollen ja, wenn die Umfrage mit dieser Kennung hier hinten, mit dieser Bezeichnung aufgerufen wird, dass eine bestimmte Aktion ausgeführt wird. Und diese Aktion können wir hier über die Filterung definieren. Wenn wir hier draufklicken, bekommen wir einmal den gesamten Fragebogen der Umfrage angezeigt. Und in unserem Fall, weil wir wissen, das sind die Mitarbeiter aus dem Sales, brauchen wir die Frage, in welcher Abteilung bist du tätig, nicht mehr anzeigen. Also klicken wir hier drauf. Und jetzt wird die gesamte Frage ausgeblendet für die Person, die den Link mit dieser Kennung aufrufen. Wir können natürlich auch sagen, die gesamte Seite 2 soll ausgeblendet werden. Oder aber, wenn wir sagen, das und das und das und das soll nicht angezeigt werden, dann würde jetzt nur die Antwortoption Sales angezeigt werden. Macht keinen Sinn, aber um Ihnen das einmal zu demonstrieren. Also wir sagen unter Sales bitte die Frage zur Abteilung nicht anzeigen. Wir speichern das Ganze. Und jetzt nehmen wir von hier den Umfragelink, kopieren uns den, entweder hier drauf, oder können wir auch hier machen, genau, öffnen einen neuen Tab, fügen das Ganze ein und starten die Befragung. Wir sehen jetzt hier einmal die Begrüßungsseite. Wir sagen jetzt mal als Gedankenstütze 0 und gehen auf die nächste Seite. Und hier sollte die Abfrage jetzt zum Sales stattfinden. Wir sind sehr unzufrieden, auch eben mit der 0 und kommen jetzt auf die nächste Seite. Jetzt können wir hier mal abbrechen. So, gehen wir jetzt in die Auswertung. Sehen wir, alle sind noch über den normalen Umfragelink direkt reingekommen. Wir haben schon 3 Teilnehmer. Das ist der eine Abbrecher, den wir eben selbst produziert haben. Und jetzt gehen wir mal in die Ergebnisse. Und hier sehen wir die 3 Teilnehmer. Wir wissen mit der 1, das waren wir eben selber. Und um jetzt diese Teilnehmer auch in der Auswertung zu differenzieren oder zu separieren, können wir uns hier einen neuen Filter anlegen. Und dazu geben wir hier bei der Bezeichnung den Sale ein, weil es war ein Sales-Mitarbeiter. Und dann nutzen wir die Funktion der Parameter. Und hier können wir Sales wieder auswählen und sagen exakt nichts. Weil es ist einfach nur, wir haben den vorderen Teil nur, den hinteren Teil nicht. Speichern das ab und der Sales-Filter hat sich aktiviert. Wir sehen hier einmal die unzufriedene Variante. Wir sehen auf der Seite 2 keine Antworten vorhanden zu der Frage, zu der Abteilung, weil haben wir ja auch ausgeblendet. Das macht total Sinn. Und dann sehen wir hier unter die weiteren Ergebnisse mit Stimmen nicht zu. Das bedeutet, Sie müssen nicht unbedingt für alle Varianten, die Sie im Kopf haben oder wie Sie befragen möchten oder pro Zielgruppe die Umfrage immer kopieren. Das ist nicht notwendig. Wenn es nur leichte oder ein paar inhaltliche Änderungen hat,
können wir über diese Varianten des Fragebogens, über das Ausspielen der Inhalte, das sehr charmant regeln. Dadurch sind alle Ergebnisse in einer Umfrage und für die Analyse hinten, für die Auswertung können wir halt hier dementsprechend auf einzelne Bereiche runtersegmentieren oder auch einen Vergleich anlegen. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier im ersten Bereich das Gesamtergebnis, hier könnten wir den Sales oder halt auch die Buchhaltung auswählen und klicken auf Anwenden und hätten jetzt eine vergleichende Gegenüberstellung aus beiden Bereichen. Genau, das zu dem Bereich, wie Sie die Teilnehmer über den Umfrage-Link-Filter einladen können.